Hi, ich bin der Markus, Co-Founder von Admetrics und ich bin hier heute mit Adrian von Sugar Gang. Ich bin der Adrian. Ich habe die IA International gegründet vor knapp 7 Jahren. Erstmal als Großhandel und jetzt seit 4 Jahren intensiv im E-Commerce mit der Marke Sugar Dad und Sugar Gang. Mit den beiden Marken vertreiben wir Süßigkeiten aus der ganzen Welt, aus Japan, Mexiko, USA. Den guten Kram. Genau, so wirklich so die besten Sachen, die es überall auf der Welt zu finden gibt, die importieren wir und verpacken die in ansprechend schön designten Süßigkeitenboxen, die dann zum Endkonsumenten in ganz Deutschland, Schweiz oder Österreich verschickt werden. Aktuell sind wir 23 Mitarbeiter, Logistik und Büro zusammengerechnet. Und ja, bis jetzt läuft alles ganz rund und entspannt, außer zur Weihnachtszeit, die wir momentan haben. Ne? Da hinten brennt ein bisschen die Hütte, ehrlich gesagt. Das glaube ich dir. Hier packen alle Mitarbeiter mit an, habe ich gerade gesehen. Ne? Ja, jetzt gerade schon. Sollte eigentlich nicht der Regelfall sein, aber jetzt gerade muss wirklich jeder mit anpacken. Mal einen Support aushelfen, mal in der Logistik mit aushelfen. Ja, ich bin Tim. Ich kümmere mich bei der Sugar Gang um das ganze Performance-Marketing, also kümmere mich um Social-Media-Werbung, SEO und alle anderen Marketing-Geschichten, die so im digitalen Bereich bei uns täglich anfallen. Ich bin der Sebastian, ich bin zusammen mit dem Tim im Performance-Marketing der Sugar Gang tätig. Wir kümmern uns grundsätzlich um alle Marketingaktivitäten rund um unsere Social-Media-Kanäle. Kannst du ein bisschen was zu euren Erfahrungen erzählen bezüglich Reporting, speziell seit dem Release von iOS 14? Ja klar, also nach iOS 14 hatten wir massive Probleme, gerade in der Datenattribution. Ich denke, viele werden es kennen, wenn man auf mehreren Plattformen unterwegs ist, hat man nach iOS 14 sehr starke Probleme gehabt, dass die Plattformen gegenseitig Käufe attributiert haben. Man hatte doppelte Käufe, man wusste gar nicht mehr, von welcher Plattform die Käufe jetzt überhaupt gekommen sind. Also grundsätzlich muss ich sagen, vor iOS 14 lief das Tracking über die Plattform der einzelnen Netzwerke wirklich gut. Also die Daten waren sehr, sehr seriös. Wir konnten uns grundsätzlich darauf verlassen. Die Daten haben sich ganz deutlich auch in unserem Shopify Backend wiedergespiegelt. Aber ich glaube, wie viele Marketer wissen, hat sich das dann mit dem iOS 14 Update stark verändert. Das Hauptproblem lag einfach darin, dass wir ständig Ads auf allen verschiedenen Plattformen laufen hatten, also Google, TikTok, Instagram. Und sobald der Kunde einen Kauf ausgelöst hat, hat natürlich jede Plattform versucht, den Kauf für sich zu attributieren. Wir hatten auf einmal in jedem einzelnen Tool einen Kauf, aber im Shopify Backend sind statt 4 oder 5 Käufe ist nur ein Kauf angekommen. Wir haben uns dann gefragt, okay, zu welchem Kauf bzw. zu welcher Plattform ist dieser Kauf jetzt zuzuordnen? Wir haben das dann irgendwann verstanden, dass die Daten überhaupt nicht übereinstimmen und da seid ihr auf uns zugekommen und habt gesagt, pass mal auf, das ist gerade wirklich ein sehr, sehr großer Wandel, der allgemein in der kompletten Ad-Szene passiert. Die Daten passen nicht mehr und mit eurem Tool habt ihr uns die Möglichkeit gegeben, dass wir wieder auf Basis vertraulicher Daten über das UTM-Parameter, das serverseitige Tracking, dass wir uns wieder auf unsere Kampagnendaten verlassen können und wieder profitable Ads schalten können, skalieren können und einfach wieder die komplette Performance aus dem jeweiligen Marketingkanal herausholen. Ja, gerade durch die verschiedenen Attributionsmodelle, die Admetrics anbietet, die haben uns halt extrem dabei geholfen, wirklich genau zu sehen, woher kommen unsere Käufe, wie springen die Kunden auf den verschiedenen Plattformen auf unsere Werbung an, wie performt die auf den verschiedenen Plattformen und somit konnten wir halt sehr viel genauer analysieren, was jetzt wirklich funktioniert und unseren weiterführenden Content halt auch darauf ausrichten, auf bisherigen Erfahrungswerten. Die waren halt vorher durch Facebook, Snapchat, TikTok etc. waren halt sehr verfälscht. Und dank Admetrics konnten wir dann halt wirklich sehen, was funktioniert wirklich, was sind die realen Zahlen und somit halt viel besser skalieren, viel besser unseren Content optimieren. Ich muss sagen, den größten Effekt haben wir bei Facebook gemerkt. Also vorher, wie gesagt, vor dem iOS-Update lief das alles super. Nach dem iOS-Update ist das bei uns komplett eingestürzt. Wir hatten gar keine gute Performance mehr. Und gerade deshalb, weil Admetrics auch mit Facebook zusammengearbeitet hat, einen eigenen Pixel entworfen hat, konnten wir halt unsere Kampagnen auf den Admetrics Pixel optimieren und dadurch ist die Performance halt massiv wieder angestiegen. Wir konnten unseren ROAS circa verdreifachen und auch auf TikTok konnten wir halt viel effizienter skalieren. Wir konnten uns wirklich vor allen Dingen auch mit gutem Gewissen skalieren. Wir wussten, okay, diese Kampagne läuft wirklich gut. Vorher war das halt immer so ein bisschen im Trüben fischen. Wir wussten nicht, okay, TikTok, Facebook zeigen ja zwar diese Daten an, aber ist das jetzt wirklich so? Stimmt das mit den Shopify-Daten überein? Und seit Admetrics können wir halt wirklich mit gutem Gewissen sagen, okay, die Kampagne läuft gut, hier können wir mehr Budget draufpacken und das ist halt wirklich ein großer Vorteil.
Der größte Mehrwert liegt grundsätzlich einfach in der Vertrauenswürdigkeit der Daten und der Möglichkeit, dass gerade für Brands, die wirklich plattformübergreifende Ads schalten, man wirklich ganz genau aufschlüsseln kann, welche Plattform wie profitabel für das jeweilige Unternehmen ist, weil wie gesagt, wir schalten teilweise zeitgleich Kampagnen auf Google, auf TikTok, auf Instagram und auch auf Meta, und jede Plattform versucht, ist ja natürlich logisch, den Kauf für sich zu attributieren, und mittels Admetrics haben wir einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, dieser Kauf kam wirklich über TikTok, dieser Kauf ist ganz klar Google zuzuschreiben. Natürlich abhängig von den verschiedensten Attributionsmodellen, die wir einstellen können, aber so können wir wirklich schauen, dass wir einfach sagen, okay, wo liegt jetzt bei uns der Fokus, welche Ad-Plattform muss wie skaliert werden. Dank Admetrics haben wir halt wirklich bis auf die Werbeanzeige, also über Anzeigengruppen, über Kampagnenebene, bis zur Werbeanzeige aufschlüsseln. Wir können sehen, wie kommt das Creative an, wie kommt die Anzeigengruppe an, wie funktioniert das. Und wir können halt wirklich super genau mit den verschiedensten Metriken aufschlüsseln, und es ist ja einfach viel genauer als in den Ads-Managern selber der jeweiligen Plattform. Und das ist halt wirklich der größte Vorteil für uns, dass wir halt wirklich perfekt optimieren können, perfekt skalieren können und halt auch diese Learnings für die für die nächsten Kampagnen mitnehmen können. Einmal der überragende Support, das muss man wirklich ganz klar sagen. Also Admetrics bietet einen sehr, sehr individuellen Support. Wir kriegen am selben Tag noch Feedback. Alle Wünsche, die wir uns für unser individuelles Dashboard gewünscht haben, wurden umgesetzt. Wir haben ein super nutzerfreundliches Dashboard, das muss ich wirklich nochmal sagen. Also wir haben ja wirklich mit sehr, sehr vielen Daten zu tun, und die werden im Tool von Admetrics wirklich super nutzerfreundlich und einfach dargestellt, sodass man auf dieser Basis wirklich super seine Kampagnen skalieren kann. Einfach wirklich diese Reaktionsfähigkeit und wie Wünsche von Kunden umgesetzt werden, ist echt einzigartig. Wem würdet ihr Admetrics weiterempfehlen? Grundsätzlich allen B2C-Shops, die mit Shopify arbeiten, die einen gewissen Adspend haben und halt auf verschiedenen Plattformen aktiv sind. Das ist schon eine super Sache, und ich denke, es wird jedem Marketer die Arbeit erleichtern.